Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, wir haben wieder eine Woche geschafft. Die dritte Woche ist jetzt mittlerweile schon angebrochen in der Challenge mit Strider, Bauer und mir, wo wir versuchen, die meisten Stat-Punkte zu erreichen bis zum Ende des Jahres, um zu schauen, ey, wo stehen wir eigentlich so, weltweit gesehen. Ja, und da versuchen wir uns, so gut es geht, zu schlagen. Da gleich zu. Ja, ansonsten haben wir auch den World Boss, der heute schon bereits auf F9 startet. Dort werden wir auch wieder dementsprechend live sein, deswegen schaltet sehr gerne ein. Heute Abend um 18 Uhr startet das Ding und da sind wir definitiv auch online und streamen das Ganze. Natürlich auch in Bezug auf die Challenge relativ spannend. Jetzt das erste Feature, was wir jetzt innerhalb unserer internen kleinen Challenge so haben. Ja, ansonsten gibt es auch wieder im Webshop die World Boss Pakete mit den Katalysatoren. Die werden jetzt hier noch nicht angezeigt anscheinend. Aber das sind auch, glaube ich, wieder dieselben Pakete so wie letztes Mal. Und ja, wer sich da das gönnen möchte, kann sehr gerne hier über den Webshop sich die besorgen. Ja, über den Webshop sowieso immer empfehlenswert aufzuladen. Für die, die es noch nicht wussten, über Steam, iOS und Android bezahlt ihr 20% mehr auf eure Pilze. Das heißt, wir haben auch gerade eine 20% Aktion hier. Ja, also 20% mehr auf eure Pilze. Also falls ihr über Steam, iOS und Android aufladen solltet, dann bezahlt ihr anstatt 100 Euro 120 Euro für 3600 Pilze. Deswegen auf jeden Fall im Webshop aufladen. Ja, und falls ihr den Content hier feiert oder das feiert, was ich mache oder ja, euch das gefällt, dann könnt ihr mich auch sehr gerne kostenfrei unterstützen und hier beim Creator Code den Code dort angeben. Und dann werde ich noch bei dem Kauf noch ein kleines bisschen mit vergütet. Deswegen vielen herzlichen Dank an jeden, der das machen sollte. Grüße gehen raus, ist ein Riesensupport für mich und weiß ich auf jeden Fall sehr, sehr zu schätzen. Ja, danke, danke, danke an der Stelle. Ansonsten gucken wir uns jetzt mal das Ganze an, wie wir uns jetzt in Woche 3 geschlagen haben. Strider hat wieder alles ausgelesen, ganz ja, fürsorglich hier. Und wir fangen an mit dem 14. und ja, von 14. zum 15.07. Dort sehen wir hier, sind wir alle drei eigentlich relativ nah beisammen. Ja, das war jetzt nicht so der große Redewert, würde ich sagen, an dem Tag. Dann haben wir den 15. zum 16. Dort bin ich dann bereits schon ein bisschen weiter vorangeschritten. Das liegt dann wieder daran, dass bei mir die Events dementsprechend einen Tag früher sind. Ja, damit ist auch zum Beispiel Gold-Event einen Tag früher oder die Weekly ist auch einen Tag früher als bei den anderen. Deswegen ja, ist das hier immer so ein leichter Unterschied, gleicht sich aber hinten raus wieder aus. Das heißt, hinten raus werde ich dann auch wieder ein bisschen absacken und die anderen beiden werden dann dementsprechend vor mir stehen. Ja, hier haben wir schon einen größeren Unterschied. Strider und ich sind relativ even, würde ich mal so sagen. Ja, ein bisschen mehr hat er hier erwischt, kann aber auch Glück sein. Aber bei Bauer hat es diesmal richtig geknallt. Ja, also 581 Stat-Punkte an dem Tag gemacht. Das ist auf jeden Fall ordentlich hier vom 16. zum 17. Dann vom 17. zum 18. sehen wir auch wieder Strider und ich ungefähr relativ gleich. Man sieht hier immer so ungefähr dasselbe Muster bei Bauer, ja, dass er immer konstant auf jeden Fall über uns steht hier in dem Großteil der Tage. Dann haben wir vom 18. zum 19. Dort sind wir alle relativ gleich. Ja, Strider und ich wirklich nur einen Statpunkt auseinander gewesen an dem Tag. Und Bauer auch nur 8 Statpunkte über uns gewesen. Das heißt, das ist ein wirklich regulärer Spieltag gewesen. Da kann man gar nichts irgendwie dran aussetzen. So, da ist jeder gleich gewesen. Ne? Also von daher, ja, außer dass hier Strider noch ein Level-Up gemacht hatte an dem Tag. Aber genau, ansonsten haben wir den 19. zum 20. Hier habe ich ja ein bisschen reingelaggt anscheinend. Ja, also ja, ist für die normal, also für die ja, Tage davor relativ unterdurchschnittlich, würde ich sagen. 307, 325 hat Bauer und hier hat Strider mal jetzt den Tag ein bisschen mehr mit 357 und dann haben wir hier den 20. zum 21., wo dafür ich dann wiederum ein bisschen besser dastehe mit 372 auf Platz 1 an diesem Tag vor Bauer und Strider, die ja dafür dann auch relativ even hier sind. Ja, genau. So, dann haben wir, das war jetzt die Woche, genau. Dann haben wir jetzt einmal
von 14. bis zum 21. den Scan. Ja, also Dankeschön nochmal an Strider, dass er das hier macht. Das macht er wirklich sehr ausführlich und super. Ja, also das ist jetzt nochmal die komplette Woche. Und hier in der kompletten Woche vom 14. bis zum 21. sehen wir hier, dass Strider und ich auch mal wieder sehr nah beieinander sind. Ich bin leicht über Strider, aber das ist wirklich wiederum nicht der Rede wert. Also wir haben hier wirklich, ja, overall einen sehr identischen Playstyle. Bauer führt die Woche wieder mit 2737 Punkten. Ja, da wird wahrscheinlich auch der ein oder andere Greifendrache wieder mit dabei gewesen sein, ne? Aber ja, er führt auf jeden Fall immer relativ konstant. Und dann noch einmal der komplette Scan vom Anfang des Projektes bis halt eben zum heutigen Tag. 30.06. bis zum 21.07. Dort sehen wir, dass ich momentan gerade auf der 3 abgerutscht bin mit 7287 Punkten. Und Strider auf der 2 ist mit 7311. Ja, also er spielt hier auch wirklich sehr, sehr gut, muss man sagen. Verpasst hier auch wirklich kaum irgendwas. Das ist schon, ja, nicht schlecht, aber wir sind halt wirklich, muss man einfach so sagen, auf selber Wellenlänge, so auf Kopfhöhe. Ne? Also das ist schon wirklich schon ein relativ identischer Playstyle. Es gibt immer ein bisschen Variation zwischen, ja, wie viel Gold bekommt man in der Alu, wie oft holt man Gold beim Würfelspieler, wie oft dreht man beim Glücksrad Gold und sowas. Ne? Das ist ja immer noch so ein bisschen random, aber ansonsten ist der Playstyle relativ even. Und Bauer setzt sich dafür aber jetzt immer weiter ab mit der Zeit. In Woche 3 hat er jetzt hier schon knapp 8000 Basis-Stat-Punkte dazu gewonnen. Das ist natürlich schon relativ heftig, ne? Aber ja, das ist halt eben auch nicht ohne Grund der Platz 1 Spieler weltweit, beziehungsweise nicht im Moment weltweit, aber der die meisten Stat-Punkte macht, so in den letzten Jahren. Ne? Deswegen haben wir ihn als Vergleich damit mal hinzugenommen. Genau, das ist auf jeden Fall so der Wochenscan dazu. Ich bin sehr gespannt, jetzt wie es dann mit dem World Boss demnächst aussieht, weil wir können noch das Level abholen, das machen wir mal auch. Weil der World Boss ist jetzt halt eben, seit wir diese Challenge haben, das erste Event, was natürlich jetzt so ein bisschen den Pay-to-Win-Faktor noch mehr unterstützt. Ja, und Bauer ist ja auch anscheinend jemand, der auch bei den temporären Events auch gut reincashen wird. Das erwarte ich auf jeden Fall. Strider wird ein bisschen, ja, hatte er zumindest gesagt, ein bisschen niedriger das Ganze reinpilzen so, ne? Hatte beim letzten LD zum Beispiel nur 9 Runs gemacht und ich glaube beim World Boss jetzt auch nicht so viel, ne? Da werde ich auf jeden Fall ein bisschen, ja, also ich werde versuchen, das Maximum aus dem World Boss rauszuholen und das könnte dann auch der Zeitpunkt sein, wo ich mich dann auch so ein bisschen von Strider absetzen werde. Bisher sind wir immer identisch gewesen, so die letzten 3 Wochen, was mir zeigt, okay, ich bin auf einem guten Weg, spieletechnisch so. Ne? Mein Playstyle scheint auf jeden Fall so gut, wie es geht, optimiert zu sein. Aber jetzt kommt halt eben der Zeitpunkt, wo jetzt das erste Pay-to-Win-Event dazu kommt. Und ja, das könnte meine Chance sein, sich nochmal ein bisschen abzusetzen. Das wird Bauer natürlich auch nochmal weiter nach vorne katapultieren. Und genau, dann kommt es halt eben auf die Scans beziehungsweise die Wochenscans danach wieder an, wie es da denn so weitergeht, ob man denn danach immer noch dann auf der Augenhöhe bleibt, ne? Aber die Gesamtpunkte werden natürlich dann dementsprechend ein bisschen anders ausfallen als bisher. Ja, irgendwo schade, weil ich diesen direkten Vergleich so auf Augenhöhe auch irgendwo cool fand, aber auf der anderen Seite ist es für mich einfach wirklich essentiell, dass ich sagen muss, yo, ey, ich werde den World Boss auf jeden Fall auch wieder reinpilzen, alleine schon, ja, um ein bisschen was in den Streams zu zeigen, ein bisschen was in den Videos zu zeigen und so, euch das Feature auch ein bisschen näher zu bringen, ne? Deswegen werden wir da auch dementsprechend alles machen, was wir auch die letzten World Bosse gemacht haben, auch wenn ich persönlich nicht der größte Fan vom World Boss bin und auch das nicht so sehr fühle, da rein zu pilzen, so, weil ja, mir das jetzt nicht so extrem viel bringt irgendwie, ne, Reward-technisch, als auch so vom Unterhaltungsfaktor her, ne, es ist halt auch relativ, sag ich mal, ne, deswegen gebe ich dafür relativ ungerne Gold aus,
Anders ist es zum Beispiel beim LD. Der bringt mir, boah, jetzt so ein 5er-Pasch in der Challenge wäre schon heftig, ne? Das wäre schon heftig, jetzt so ein 5er-Pasch. Come on. Come on. Ah, okay, aber zumindest 4. Ja, zumindest 4. Ja, genau. Also das auf jeden Fall dazu, ne? Da wisst ihr dann jetzt auch Bescheid. Und dann, ja, würde ich sagen, sehen wir uns heute Abend dann zum Livestream, ne? Katalystischer Krawall ist ja jetzt auch gerade auf der Expedition, könnt ihr die Kristalle bekommen, ne? Beziehungsweise diese Katalysten, und die könnt ihr dann auch wieder eintauschen, wahrscheinlich gegen die Pilze, falls ihr den Worldboss nicht spielen solltet. Letztes Mal hatte man 500 Katalysten gebraucht, um 100 Pilze zu bekommen. Das werden wahrscheinlich auch wieder einige von euch wahrnehmen, denke ich mal. Aber ja, schauen wir auf jeden Fall, ne? Wir werden uns überraschen lassen. Um 18 Uhr ist es ja eh soweit, also von daher gucken wir uns das Ganze dann heute Abend im Stream an. Bis dahin alles Gute, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.